Lieber himmlischer Vater, Thank God for this new day of life, danke Herr für diesen neuen Tag des Lebens, that we can come here together to study. dass wir uns hier versammeln können, um zu studieren. Pray that you please guide this hour of worship. Ich möchte dich bitten, dass du diese Stunde der Anbetung leiten mögest And that you be with us and guard our thoughts. und dass du mit uns bist und unsere Gedanken bewachst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das war das der Mark. Okay, so yesterday we were looking at this top fractal here, Also gestern haben wir uns hier das obere Fraktal angeschaut and we understand that 538 to 1798 is this time of trouble, 1260, right? wir verstehen, dass hier diese Zeit 1260 ist, diese Zeit der Trübsal. Okay, and these historical things are types that's pointing to the end of the world, right? Und diese historischen Dinge sind Typen, die hier ans Ende der Welt weisen. Okay, and it teaches us when you get to 1798, there's this time of peace, right? Es lehrt uns, dass wenn wir zu 1798 kommen, dann haben wir diese Zeit des Friedens hier. Okay, and that time of peace from 1798 to 1844 was a time period where the message went forward with power, right? Und die Zeit von 1798 bis 1844 war die Zeit, wo die Botschaft mit Kraft vorwärts ging. And the Millerites were preaching that it was leading down to this time, which would have been a time of trouble, right? Und die Milleriten haben dann letztendlich auf diese Zeit hingewiesen, was dann letztendlich eine Zeit der Trübsal wieder wäre. Okay, but in this illustration here, which leads down to the close of human probation, is also an illustration of the seven thunders, right? Und diese Darstellung, die uns letztendlich dann auch hier zum Abschluss der Gnadenzeit für die Menschheit bringt, ist eine Darstellung der sieben Donner. Okay, because that we understand that the seven thunders is split into two times of trouble, right? Und wir verstehen ja, dass die sieben Donner letztendlich in diese zwei Zeiten der Trübsal aufgeteilt werden. Okay, but we also know that this illustration here from 1790 to 1844 is also an illustration of the Sunday law crisis, Wir right? verstehen auch, dass diese Darstellung von 1798 bis 1844 eine Darstellung der Sonntagsgesetzkrise ist. So when we take this, right, and bring it down here, we have again two times of trouble and a time of peace, right? Wenn wir das dann hier nehmen und rausspannen würden, hätten wir wieder zwei Zeiten der Trübsal und eine Zeit des Friedens dazwischen. Okay, so we're talking about this time of peace yesterday, how it also illustrates a time of trouble. Und ich habe ja gestern über diese Zeit des Friedens gesprochen, die auch in einer Art und Weise eine Zeit der Trübsal darstellt. Okay, we have to wrap our mind around what is the Lord trying to show us from this, right? Da müssen wir unsere Gedanken darum bekommen, was möchte der Herr uns damit zeigen. Okay, so go to Revelation 17. Gehen wir zur Offenbarung 17. Now, in fact, just before we read Revelation 17, keep your place there. Go to Deuteronomy 29, Bevor wir jetzt Offenbarung 17 lesen, gehen wir zu 5. Mose 29. because I want us to remind us about something. Ich möchte, dass wir uns an etwas erinnern. In verse 29, Vers 29. it says, "The secret things belong unto the Lord our God." Also der letzte Vers in dem Kapitel ist das in Deutsch. So,
God's word, what is it? Was ist Gottes Wort? It's a secret, right? Das ist ein Geheimnis. It's things that are past the comprehension of the finite mind, right? Das sind Dinge, die weit hinter dem Verständnis von einem endlichen Verstand sind. It says, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law, right? So the secret things the Lord wants to reveal to us, right? Nun, die verborgenen oder geheimen Dinge, die möchte der Herr uns offenbaren. But go to Matthew chapter 13. Gehen wir zu Matthäus 13. Verse 34. Vers 34 und 35. It says, some of these things spake Jesus unto the multitude in parables. No, everything he spoke in parables, right? Also alles hat er in Gleichnissen gesprochen. And without a parable spake he not unto them. So Jesus only spoke in parables to the people, right? That's what it tells us, right? Also Jesus hat nur in Gleichnissen zu dem Volk gesprochen. That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables. I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. So when Jesus is speaking these parables, what are they? Also wenn Jesus hier diese Gleichnisse spricht, was sind sie? They're the secrets that he wants to reveal, right? Das sind die Geheimnisse, die er offenbaren möchte. And I want to remind us that when we're going through this, if you don't understand everything, that I also don't understand everything, right? Und ich möchte euch daran erinnern, dass wenn wir hier hindurchgehen und ihr nicht alles direkt versteht, dann möchte ich euch wissen lassen, ich verstehe auch nicht alles direkt. Okay, but that's neither here nor there. Sister White says that proves that it's God's word, right? Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, denn Ellen White sagt, das bestätigt unter anderem, dass es Gottes Wort ist. If we just understood everything straight away without any effort on our behalf, we wouldn't think much of the Lord, right? Wenn wir alles sofort verstehen könnten, ohne dass wir uns groß anstrengen müssten, dann würden wir nicht viel von Gott halten können. But these things of eternity, they are deep and they're hidden, and we must prepare our hearts in order to understand these things. Aber diese Dinge der Ewigkeit, die sind tiefgehend und da müssen wir unser Herz vorbereiten, damit wir diese Dinge verstehen können. The Lord says the wise will understand, right? Denn der Herr hat versprochen, die Weisen werden verstehen. Why will the wise understand? Und warum werden die Weisen verstehen? Yes, they seek it, but it says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Also sie suchen, aber es steht ja auch geschrieben, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. So, in order to understand those things, we have to have a fear and a reverence for these things that we're looking at, right? Also damit wir diese Dinge verstehen können, brauchen wir eine Furcht und eine Ehrfurcht bezüglich der Dinge, die wir uns hier anschauen. Okay, so when we take this illustration, we'll now go to Revelation 17. Sorry, my mind's trying to keep up with my thoughts. Jetzt gehen wir zu Offenbarung 17 zurück. And in Revelation 17 verse 1, where's John standing prophetically? Offenbarung 17, Vers 1. Wo steht Johannes hier prophetisch gesehen? 17:8, right? 1798. It says, And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore which sitteth upon many waters. Okay, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Das ist Vers 2. So John's at the end of the period of persecution.
right? Also Johannes ist hier am Ende der Zeit der Verfolgung. And this angel, which has the 7 last plagues, wants to show John the punishment, right? Dieser Engel, der hier die 7 letzten Plagen hält, er möchte Johannes die Bestrafung zeigen. So, John's right here, and so if John is standing here, what is 1798 typifying? Also wenn Johannes jetzt hier steht, was schattet 1798 dann voraus? Yes, that may be true, but in relation to what we're talking about, In just Bezug auf das, was wir hier anschauen. Judgment. it's the judgment, right? Das ist das Gericht. Okay, so keep that thought there, right? So, because when we take this line here, right, from the Sunday law to the final review, we have 1798 to 1844, right? Wenn wir jetzt hier diese Linie betrachten, ist das ja dann hier 1798 bis 1844, richtig? Which is this 46 years, Was auch diese 46 Jahre sind, which is the 7 thunders, was auch die 7 Donner sind. right? So this 7 thunders here is this fractal that's down here, right? Und diese 7 Donner hier ist das Fraktal hier unten. And the 7 thunders lead you down to the judgment, right? Und die 7 Donner führen dich hinab bis zum Gericht. So we understand that this is the last reform line. We're going to go through these 2 Sunday law time periods, right? Und wir verstehen, dass in der letzten Reformlinie gehen wir durch diese 2 Sonntagsgesetzperioden. It leads you to the clause of probation where the 7 last plagues will pour out, Und right? das führt dich dann letztendlich bis zum Abschluss der gesamten Gnadenzeit, wo die 7 letzten Plagen ausgegossen werden. Okay, so in 1798 John is seeing the judgment, right? In 1798, da sieht Johannes das Gericht. But in another aspect, it's 1844, right? Aber in einer anderen Darstellung ist es auch 1844. Because in this illustration, it's the end of the period of time and test and trial, right? Denn in dieser Darstellung ist es ja das Ende der Zeit, wo jetzt getestet und geprüft worden ist. So the 46 years, the 7 thunders, is a time period where you're going to be tested under trying severe circumstances, right? Deswegen diese 46 Jahre hier sind letztendlich eine Zeitspanne, wo du unter erschwerten Bedingungen geprüft und getestet wirst. Okay, but so it's marking the judgment right here, and the judgment that's been illustrated here is what? Es markiert also hier in Offenbarung 17 dieses Gericht, und das Gericht, was hier dargestellt wird, ist was? The 7 last plagues, right? Die 7 letzten Plagen. Okay. So just another illustration. When we put the seals on top, right? You have 1, 2, 3 seals, and then you have this fractal of this 1260 here, right? The 4th seal. Wenn wir jetzt die Siegel hier draufsetzen würden, die ersten 3 Siegel, dann das Fraktal hier mit der 1260 ist das 4. Siegel. Okay, that would just be this time period here, this 1260, right? Und diese 1260 ist ja in der unteren Darstellung dann hier anzusetzen. Okay, and the 5th seal marks the time of peace. Das 5. Siegel markiert eine Zeit des Friedens. Okay, and then you have the 6th seal comes here, which would mark the second coming. Und das 6. Siegel kommt dort, was das Wiederkunft markiert. What the Millerites also thought was going to happen right here, right? Das ist auch das, was die Milleriten dachten, was hier passieren würde. But what does he do at the beginning of the Sunday law crisis? Aber was tut er am Anfang der Sonntagsgesetzkrise? He holds, right? Er hält. Until the servants of God are sealed, right? Er hält die Winde zurück, bis die Knechte Gottes an den Stirnen versiegelt sind. And then you come to the 7th seal, right? Und dann kommen wir zum 7. Siegel. And when you go to this, just remind us, go to Revelation 8. Lass uns nochmal an den Punkt erinnern. In Offenbarung 8. Verse 1. Offenbarung 8, Vers 1.
It says, and when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. And I saw the seven angels which stood before God, and to them were given seven trumpets. Right? So, typifies the second coming of Christ, right? Das hier schattet die Wiederkunft Christi voraus. Okay. But it's held until here, right? Aber es wird gehalten bis hier zum 7. Siegel. And if you, and we know, right, if you take this, put it down here, right, Und wir verstehen, wenn wir das jetzt nehmen und hier ausspannen, that how do I say this? The time of crisis is the seven last plagues in type, right? das ist ja hier die Zeit der Krise, die 7 letzten Plagen im Typus gesehen. Okay, so the sixth seal is typifying the seven last plagues, right? So we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? Das 6. Siegel, das schattet hier die 7 letzten Plagen voraus. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? Which parallels the midnight cry, which is the what? Das steht parallel zum Mitternachtsruf. Was ist das? Yeah, but no, what's the midnight cry? Was ist der Mitternachtsruf? It's the close of probation, right? Das Ende der Gnadenzeit. So you can see October 22nd, 1844, what was it? Der 22. Oktober 1844, was war das? There was a close of probation, right? Ende der Gnadenzeit. And so the sixth seal typifies the seven last plagues, but there was no seven plagues there, right? It's just typifying this point where they're held until here, right? Das 6. Siegel schattet die 7 letzten Plagen voraus, die dann gehalten werden bis zum Schluss. Okay, so we know that this close of probation right here is also typifying the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? Das ist dieses Ende der Gnadenzeit auch hier die 7 letzten Plagen vorausschattet. Where do we get these seven plagues from? Woher haben wir diese 7 Plagen hier? From the line of Moses, right? Von der Linie des Mose. Okay, so if you take this as the reform line, you have 3 plagues and 7 plagues, right? Wenn wir das jetzt als die Reformlinie des Mose betrachten würden, hätten wir hier 3 Plagen und dann da 7 Plagen. Okay, so when you bring these things together line upon line, they're constantly confirming themselves, and you've got to keep putting all these things in place to remind you of this pattern, this structure that the Lord's wanted to show us, right? Und wenn wir diese ganzen Sachen zusammenfügen, dann bestätigen sie sich und letztendlich wir müssen uns beständig an diese Muster erinnern, die der Herr zusammenbringt. Okay, but the judgment that John's been shown in 1798 is typifying the 7 last plagues, right? Also das Gericht, was Johannes in 1798 gezeigt bekommt, schattet die 7 letzten Plagen voraus. And what was the judgment literally in the history in 1798? Und was war buchstäblich gesehen das Gericht in 1798? The deadly wound on the woman, the papacy, right? Todeswunde gegen das Papsttum. Okay, and she received a deadly wound for 70 years prophetically, right? Sie hat 70 Jahre prophetisch gesehen diese Todeswunde dann bekommen. But at the end of the 70 years, she's going to sing like a harlot. It's going to repeat, right? Am Ende der 70 Jahre wird sie wieder wie eine Hure singen und die Geschichte wird sich wiederholen. But 1844 typifies the close of probation, right? Which was the sixth seal, right? 1844 schattet das Ende der Gnadenzeit voraus, was auch eine Parallele ist zum 6. Siegel hier. Which is the second coming of Christ, right? Was auch die Wiederkunft Christi ist. Which is also paralleled with this angel that comes down here, right? Was auch eine Parallele ist mit diesem Engel, der hier runterkommt. Right? So, I don't want to lose my thought. In 1844, what took place? 1844, was hat stattgefunden? Yes, the investigative judgment took place, right? Yes. Das Untersuchungsgericht. The thrones were cast down and the judgment was opened, right? Die Throne sind niedergeworfen worden oder aufgestellt worden und das Gericht hat sich geöffnet. And the Millerites thought it was the end of the world, right? Die Milleriten haben gedacht, das wäre das Ende der Welt. Okay, now,
so many things. I'm trying to go in a logical order, right? Go to the notes, right? I say notes. There's 2 quotes in the live stream. Schauen wir uns jetzt die 2 Zitate hier im Livestream an. Okay, the first one there's from 11 Letters and Manuscripts, letter 101, 1896. Wir lesen das erste Zitat. Okay, so it says, "And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened." Okay, so what in reference to what we've just been discussing, what's this talking about? Also in Bezug auf das, was wir geredet haben, worüber spricht das hier? It's the judgment, right? Thrones are set down, the books are opened, right? Die Throne werden aufgerichtet, die Bücher werden geöffnet, es ist das Gericht. Prefigured by October 22nd, 1844, right? Vorausgeschattet durch den 22. Oktober 1844. It says, "And another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the book according to their works." Right? So when Christ comes, you're going to be rewarded according to your works. Right? Wenn Christus kommt, wirst du gemäß deiner Werke dann auch belohnt werden. Now, it marks here Revelation 20 in verse 12. Right? Und es wird hier dann Offenbarung 20, Vers 12 zitiert. So, before we go any further, go to Revelation 20. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 20. Verse 1. Offenbarung 20, Vers 1. It says, "And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand." So this angel that's coming down here, right? He has the key for the bottomless pit, but he also has this chain. What's he about to do? Also der Engel, der hier runterkommt, hat hier den Schlüssel für den Abgrund, aber auch diese Kette. Und was tut er? Sorry, there was 3 people speaking at the same time. He's going to bind Satan, right? He's going to hold him, right? Satan binden. Er wird ihn zurückhalten. It says, "And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years." So what's this paralleling what we've just looked at? Also womit steht das jetzt hier in Vers 2 parallel? Was Right, wir auch we eben gerade just, angeschaut we haben. just read in the quote that I saw the dead and small and great stand before God and the books were opened. Where does that take your mind to? Also wir haben eben gerade hier in dem Zitat diesen Vers aus Offenbarung 20, Vers 12 gelesen. Wohin bringt das verstandesmäßig? To the judgment that was prefigured by 1844, right? Zu dem Gericht, was vorausgeschattet ist durch 1844. But when you read what it just says here, it's about binding Satan, right? Und wenn du es hier liest, dann geht es darum, dass Satan gebunden wird. Where does it take your mind to? Wohin bringt dich das? Verstandesmäßig. We're not talking about anything we haven't mentioned, right? We're trying to deal with the things that we're speaking about. So, in regards to the things that we're speaking about, don't bring in any new thoughts. Where does it take your mind to? Also in Bezug, im Kontext über das, was wir bisher gesprochen haben, wo bringt dich das verstandesmäßig hin? It takes you to 1798, Das right? bringt dich zu 1798. Because what happened in Denn 1798? was ist 1798 passiert? Right, the papers say he receives a deadly wound and he's forgotten for 70 years, right? Papst hat eine Todeswunde bekommen und ist für 70 Jahre in Vergessenheit geraten. These are parallel thoughts, right? Das sind parallele Gedanken. So what I want us to see is Revelation 20, you can see how 1798 and 1844 are both confirming this
thought right here, right? Also wir können hier basierend auf Offenbarung 20 sehen, dass sowohl 1798 als auch 1844 diesen Gedanken hier bestätigen. Right? In one sense, it represents the end, where the judgment set, the books are open. In another sense, it marks the beginning of the time of peace, where Satan is bound. Right? In einem Sinne markiert es hier das Gericht, wo die Bücher sich öffnen werden. In einem anderen Sinne markiert es hier diese Bestrafung 1798, was dann der Beginn der Zeit des Friedens hier ist, wo Satan gebunden wird. Right. Just one question. I mean, if you would be precise, then the judgment in Revelation 20 verse 12 is after the 1,000 years and after he compassed the city. So, you know, I mean, it doesn't deny the point, but it's just after the 1,000 No. years. I'm taking two thoughts and bringing them together, right? Yeah, no, because you just said that it marks the beginning, the judgment marks the beginning where Satan is bound. 1798, 1844 are two different time periods. I mean, it's during the 1,000 years, right? No, it's after the 1,000 years. If you go in the context, if I have it correctly, because it says when the 1,000 years expire. Stop. It's not. Go to Revelation 11. Also wir versuchen jetzt hier herauszufinden, ob das Gericht nach den 1.000 Jahren ist oder während den 1.000 Jahren. You know what I mean? Look, verse 4. Gehen wir zur Offenbarung 11, Vers 4. No, Revelation 20, just before we go to Revelation 11. Offenbarung 20, Vers 4 nochmal, bevor wir jetzt Offenbarung 11 kommen. Yes, no, this one I get that. Like, she quotes verse 12. That's what I'm not denying the point that you're making. I'm just saying that what she quotes says, and I saw the dead small great stand before God, and the books were open, and another book were open, which were the book of life, and the dead were judged out of those things. So written in the book according to the words. Okay. And yes, he gave up that. Yes. But maybe you were. I'm not taking this in a linear fashion. I'm taking two thoughts. No, I agree with these thoughts. I just thought when you say then this marks the point in Revelation 20, verse 12, if I understood it correctly, it says that this marks the point where Satan is bound for 1,000 years. Then I say, well, Right. Okay. Let's focus on what we're doing here. 1798 is the end of one history. In 1844 is the end of a completely different history. Also 1798 markiert das Ende einer Geschichte und 1844 stellt etwas anderes dar. Okay, so 1844 marks the point where the judgment said and the books are opened. 1844 markiert den Punkt, wo das Gericht sich setzt und die Bücher geöffnet werden. Whereas 1798 marks the point where the judgment, but teaching two different things, right? 1798 markiert, wo das Gericht vollstreckt wird hier. Es lehrt also zwei unterschiedliche Dinge. Okay, come to it in a minute. So when you come here, I want to show that both these points in time, the symbols that are illustrated at both these points in time can be found in Revelation 20. That's what we're doing here. Also was ich jetzt erstmal zeigen wollte, ist, dass beide Symbole hier 1798 oder 1844 hier in Offenbarung 20 zu finden sind. Okay. Das ist der Punkt, den ich machen würde. So, okay, for instance, if you take 1798, right, it's here, it's marking the beginning. Wenn du 1798 nimmst, dann markiert es hier den Anfang. Okay, but 1844 here is marking the end. 1844 markiert das Ende in der Darstellung. Right? Richtig? And that's what the point that he's making, right? And I'm not denying this. I'm trying to show us something about this waymark right here. Ich verleugne nicht diesen Punkt, aber ich möchte etwas über diese Wegmarke hier zeigen. Okay, don't bring in things like because it causes a whole bunch of confusion, right? No, it's just about the statement about that when this judgment takes place, Satan is bound for 1,000 years. That's not the verse that's quoted. Not saying that, right? So, okay. I understood the same thing. I actually write it down. Line I made upon it- line. Yeah, but I made the connection between the judgment in chapter 20 and Satan being bound. That's Okay, right. So let's go back to chapter 20 and verse 4. Lass uns zurückgehen zu Kapitel 20, Vers 4.
And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark on their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Where's this? Also wenn wir jetzt bis vom Ende von Vers 4 gelesen. Okay, it's a judgment, right? It's at the beginning, not at the end of the 1,000 years. Das Gericht, das am Anfang der 1000 Jahre ist. I know, but verse 12 and verse 4 are line upon line the same point in time. Vers 4 und Vers 12 sind Linie auf Linie derselbe Zeitpunkt. Okay, that's why I said line upon line, they're the same point in time, right? Let's get our mind off of chronology, right? We're not dealing with chronology. Linie auf Linie sind das letztendlich derselbe Punkt. Okay, so I have to regain my thoughts. Okay, so the papacy receiving a deadly wound for 70 years is the same as the Satan getting bound for 1,000 years, right? Das Papsttum hier eine Todeswunde bekommt für 70 Jahre, ist dasselbe wie Satan, der 1000 Jahre jetzt hier gebunden wird. And verse 4 marks the point where there's thrones marked right there and judgment is given to the saints. Right? Vers 4 markiert jetzt hier den Punkt, wo die Throne aufgestellt wird und Gericht wird den Heiligen übergeben. Okay, let's do a parallel to that. Go to Revelation 11. Lasst uns eine Parallele dazu in Offenbarung 11 anschauen. Verse 15. Offenbarung 11, Vers 15. It says, and the seventh angel sounded. What's sounding right here? Also was erschallt hier? Yes, but what is it referring to? Der 7. Engel, aber worauf nimmt das Bezug? No, it's the seventh what? Trumpet. Okay, that's what I'm asking. Yes. What's it referring? It's the seventh trumpet, right? Das ist jetzt die 7. Posaune. When the seventh seal opens, what did we see? Wenn das 7. Siegel öffnet, was sehen wir? Space in heaven. There was silence in heaven for the space of half an hour, right? But then what did we see? Also es war Stille im Himmel für eine halbe Stunde, aber was haben wir dann gesehen? We saw seven angels with 7 trumpets, Und right? dann 7 Engel mit 7 Posaunen gesehen. What are the 7 angels with 7 trumpets typifying? Und was schatten die 7 Engel mit den 7 Posaunen voraus? Yeah, okay, so what are they typifying? 7 last plagues, Sie right? schatten die 7 letzten Plagen voraus. So the 7 trumpets, which is the barbarians and Islam, are the punishment that comes at the close of probation, right? Also die 7 Posaunen, was die Barbaren und der Islam sind, die kommen letztendlich also am Ende der Gnadenzeit. Right? We've been looking at this, right? Which is at the close, right here, right? Also das ist ja dann hier ganz am Ende nochmal dargestellt. Okay, so now just verse 15. Vers 15. The 7th angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. So what point is this marking right here when we read this? Was markiert hier Offenbarung 11, Vers 15? Welcher Punkt ist das? Well, this is the close of probation. Okay, it's the close of probation, right? Ende der Gnadenzeit. So if the 7 trumpets are a type of the 7 last plagues, what does this now do for us? Also wenn die 7 Posaunen ein Typus für die 7 letzten Plagen sind, was tut das dann für uns? We already premised this, that the Sunday law crisis is a parallel to what? Wir haben das ja bereits schon gesehen, die Sonntagsgesetz-Krise ist eine Parallele wozu? The 7 plagues, right? Zu den 7 Plagen. So when you come down to the close of probation, where are you? Wenn du hinabkommst zu Ende der Gnadenzeit, wo bist du dann? The 7th plague, right? Bei der 7. Plage. This marking here, verse 15, the 7th trumpet sounded. It's the 7th plague. Das markiert hier, wie die 7. Posaune hier erschallt. Es ist die 7. Plage. Right, and we've spent much time doing this. Put here 1, 2,
3, 4, 5, 6. Because it's the seventh plague where Christ comes down and binds Satan for 1,000 years. Right? Denn es ist jetzt zur 7. Plage, wo Christus runterkommt und Satan für 1000 Jahre binden wird. Right? Richtig? So just putting the pieces together like a puzzle, right? Wir setzen diese ganzen Teile einfach wie ein Puzzle zusammen. Okay, so let's read now, right? Lass Verse uns, 15 forward. Offenbarung 11, Verse 15 vorwärts lesen. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. And the 24 elders which sat before God on their seats fell upon their faces and worshipped God, saying, We give thanks, O Lord God Almighty, which are and was and are to come, because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned, and the nations were angry, past tense, and thy wrath is come. Right, so what's come? Was ist gekommen? His wrath, Sein Zorn. which is the 7 last plagues, right? Und das sind die 7 letzten Plagen. And the time of the dead that they should be judged, right? And that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. So what has been brought together here? Was wird hier zusammengebracht? Past, present, and future. Okay, no, we're not dealing with the past, the present, the future. Yeah. Okay. Very difficult to we started here, 1798. What is it typifying? 1798, was schattet das voraus? 98 and 1844. No. It's typifying the 7 last plagues, right? Es schattet die 7 letzten Plagen voraus. But we've just agreed that the 7 trumpets are a type of the 7 last plagues, right? Und wir haben gerade ja zugestimmt, dass die 7 Posaunen 7 letzten Plagen da stehen. So you get to the 7th trumpet is the close of probation, right? Wenn wir hier zur 7. Posaune kommen, ist es das Ende der Gnadenzeit. So it's at the end of the plagues, right? Das ist also am Ende der Plagen. But it's also marking the beginning, right? Aber es markiert auch wiederum den Anfang der Plagen. And that's exactly what I was doing with 1798 and 1844. It's the beginning and the end. Das ist genau das, was ich hier mit 1798 bis und 1844 machen wollte. Ich wollte zeigen, es ist Anfang und Ende. 1798 and Revelation 17 is marking a judgment. 1844 is marking a judgment. 1798 markiert hier ein Gericht, 1844 ebenso. They're bringing them both together here, right? Sie werden letztendlich hier beide zusammengebracht. So in one sense, we are you can bring the judgment of 1798, 1844, the end of the 7 last plagues, and the beginning of the 7 last plagues all together. They're all teaching you the same thing. Deswegen, was wir folglich tun können, ist das Gericht 1798, das Gericht hier 1844, das Ende der 7 letzten Plagen hier und auch den Anfang der 7 letzten Plagen können wir hier alles zusammenbringen an dieser Wegmarke. And one last point. Now, Fyodor made this argument that the judgment in Revelation 20 and verse 12 is at the end of the 1,000 years, right? Ich habe dort hier das Argument gemacht, dass das Gericht auf Offenbarung 20, Vers 12 am Ende der 1000 Jahre stattfindet. But what's the very first thing that I did with this? Wow. I didn't mean that. No. No, I didn't mean that it's at the end. I meant it's at the end for the second time of trouble. Because remember, it says that for 1,000 years he's bound, then he surrounds the city. Yeah, but it doesn't matter. It's still at the end of the 1,000 years, but it doesn't matter. But look, this right here, what did we do with this right at the beginning? Was haben wir hiermit gemacht am Anfang der 1000 Jahre? Sorry, I can't. Okay. We took it and we brought it down here, right? Das 1798 to 1844. sehr genommen und ausgespannt und hier dargestellt 1798 bis 1844. What was the point I was making yesterday about the time, this time right here? Was haben wir gestern gemacht? Was für eine Gedanken über diese Zeit hier? Sorry? It just seems to be time.
Okay, go back to Revelation 20. Gehen wir zurück zur Offenbarung 20. Verse 1. Offenbarung 20, Vers 1. And I saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. What do we see? Was sehen wir hier? Just in simple terms, what do we see? No. We see an angel coming down with the key for the bottomless pit, right? Wir sehen hier, wie ein Engel runterkommt mit einem Schlüssel zum Abgrund. Where else do we see this? Wo sehen wir das noch? Revelation 9, right? Offenbarung Kapitel 9. So if you wanted to pick a place on the line, where would we put the angel of Revelation 9? Also wenn wir jetzt Offenbarung 9 platzieren wollen, wo würden wir das platzieren? Where? At the Sunday law. Am right? Sonntagsgesetz. Which is at the beginning, right? Was auch am Anfang ist. This angel right here, where is he? Dieser Engel hier, wo ist er? Is at the end, right? Der Engel aus Offenbarung 20 ist am Ende. Right, so you got him right here. But what did I do with this? Aber was habe ich hier mitgemacht? I took it and did this, right? Es genommen und ausgespannt. So what it does, it ties together two times, right? Because Satan, when he comes down here, the key to the bottomless pit, he's being bound, right? When he comes down here, the key to the bottomless pit, he's being bound. Bringt diese beiden Wegmarken hier zusammen, denn wenn Satan hier runterkommt auf Offenbarung 9, er wird gebunden und hier wird Satan ebenso gebunden. Right? One is at the beginning, one is at the end. They're being tied together, right? Eines am Anfang, eines am Ende, aber sie werden miteinander verknüpft. So 3 times now I've shown you the same thing, that the beginning and the end is illustrating the same thing. Also 3-mal habe ich euch jetzt gezeigt, wie der Anfang und das Ende dasselbe darstellt. Right? Richtig? So when you're saying the nations were angry, it all happened during the 7th trumpet. Because the nations were angry. There's the 7th trumpet there. You're in Revelation 11, right? Yes. Also die Frage ist jetzt hier in Offenbarung 11, wo steht, die Nationen waren zornig, ob das jetzt nur unter der 7. Plage ist oder... The 7th trumpet is the third woe, right? Die 7. Posaune ist die 3. Wehe. We've understood for a long time that the third woe is the 7 last plagues, right? Wir haben für lange Zeit schon verstanden, dass die 3. Wehe die 7 letzten Plagen darstellt. So what you have here is you have, with the 7th one begins to sound, the first one begins to sound, right? The first, you've got the 7th trumpet and the first plague. Also wenn die 7. Posaune erschallt, dann fängt ja die erste Plage an zu fallen. Yeah, my question is how you put the nations were angry, which is the beginning there. No, I didn't put it there. I'm saying past tense. You're at the end of the period where the nations were angry. Also steht, die Nationen waren zornig, Vergangenheit. Du bist Where, also where means am past. Ende angekommen, wo die Nationen vorher zornig gewesen sind. We mark this is the close of probation. When the close of probation, right, it's now, because what happens right here when that angel from Revelation 9 comes down? Also Offenbarung 11, Vers 15 bringt uns hier ans Ende der Gnadenzeit. Denn was passiert hier, wenn der Engel hier aus Offenbarung 9 runterkommt? The beginning where the nations are angry. Nations are angry, right? Da werden die Nationen jetzt zornig And sein. it says hold, 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 right? Aber da wird es dann gehalten. So, right here, the 7 last plagues should come, right? Genau hier sollen ja diese letzten Plagen kommen. But Satan is bound, it's held, we have a time of peace. Aber Satan wird hier gehalten und wir haben eine Zeit des Friedens. Repeating patterns over and over, right? Wiederholende Muster immer und immer wieder. I'm not sure of your question. Somehow you put it there, the end also, the beginning also. And I forgot that the No, I'm putting here is the end, right? This is the end of this piece, the final review, right? And we're standing here, verse 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We're at the 7th trumpet sounding, and it's the close of probation, right? Also wir sind jetzt hier ja am Ende, es ist die 7. Posaune hier, die jetzt erschallt. Wir sind am Ende der Gnadenzeit angekommen.
So when you come to verse 18, Und wenn wir dann zu Vers 18 kommen, the nations were angry, and thy wrath is come. So the anger of the nations went from the Sunday law down to this point, and now his wrath has come, which is the 7 last plagues. also die Nationen waren zornig, also in dieser Zeit hier waren die Nationen zornig und jetzt kommt man zu dem Punkt, wo das aufhört. And Und it's jetzt the kommen die 7 letzten Plagen. time of the dead that they should be judged. What did the saints do for 1,000 years? Und es ist auch die Zeit gekommen, dass die Toten jetzt gerichtet werden sollen. Was tun die Heiligen hier in den 1000 Jahren? They are judging. Books are opened, right? They go through the books, right? Die Bücher werden geöffnet, sie gehen durch die Bücher. And that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, to the saints, and them that fear thy name, small and great, shouldest destroy them which destroy the earth. And the temple of God was opened in heaven, that was seen as in his temple the ark of the testament. So what was opened? Also was wird hier geöffnet in Vers 19? The most holy. Or what? Temple of God was opened, right? Das Allerheiligste, der Tempel Gottes, wurde geöffnet. At the baptism of Christ, what was opened? Bei der Taufe Christi, was wurde dort geöffnet? The heavens are opened, right? Die Himmel wurden geöffnet. On the 5th day of the 4th month, what's opened? Am 5. Tag des 4. Monats, was wurde dort geöffnet? The heavens are opened, right? Die Himmel wurden geöffnet. Okay, so it's all about this. And when the heavens are open, it's marking a revelation, right? Wenn die Himmel geöffnet werden, dann markiert das ja eine Offenbarung. So Deuteronomy 29. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed, right? 5. Mose 29, im Deutschen ist es Vers 28, die Geheimdinge, die gehören unserem Gott, aber die Dinge, die offenbart sind. So what are we about to receive right here? Was erhalten wir hier? A revelation. Eine right? Offenbarung. Okay, and Sister White tells us that it represents the second coming. Und Ellen White lässt uns wissen, dass es ja hier die Wiederkunft darstellt. Okay, so when John is standing there in 1798, marks the second coming, it's this angel in Revelation 20 coming down and binding Satan, right, for 1,000 years. Ellen White sagt hier, dass Johannes, wenn er hier steht, die Wiederkunft repräsentiert von Christus, dann markiert es hier, wie der Engel aus Offenbarung 20 runterkommt und Satan für 1000 Jahre bindet. Right? So the 70 years where the papacy receives or Tyre It's forgotten. is forgotten for 70 years is a perfect parallel to Satan being bound for 1,000 years. So in diese 70 Jahre, wo Tyrus jetzt vergessen ist eine perfekte Parallele zu diesen 1000 Jahren, wo Satan gebunden ist. Everybody see that? Kann jeder sehen. You've got to open your minds. Right? Das So ist Verstand dafür öffnen. come back to this quote now, right? Lass uns zurück zu dem Zitat gehen. Okay, let's start at the beginning again, right? Lass uns nochmal am Anfang beginnen. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which are written in the book according to their works. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was said, and the books were opened. Where was this fulfilled in history? Wo wurde das in der Geschichte erfüllt? 1844. Okay, 1844, right? 1844. Right here, right? Genau dort. So what is Sister White, because Fyodor made this argument, right, and it's not wrong, but Revelation 20 verse 12 is at the end of the 1,000 years, right? So Offenbarung, And it's still at the end of the 1,000 years in one sense, right? Offenbarung 20 Vers 12 ist am Ende der 1000 Jahre oder am Ende der zweiten Zeit der Trübsal. Okay, so the point is what has been paralleled here Also der Punkt ist, was wird hier parallel gesetzt? in one sense. In einem Sinn. October 22nd,
with the end of the 1,000 years, when the judgment is going to be brought upon them, right? 22. Oktober mit dem Ende der 1000 Jahre, wo das Gericht über sie ergehen wird. Okay, but let's read the next paragraph. Lass uns aber jetzt den nächsten Absatz lesen. Because we know that October 22nd is actually typifying the final review, right? Denn wir verstehen ja nämlich, dass der 22. Oktober an sich die finale Untersuchung vorausschattet. And what happens at the final review? Und was passiert in der finalen Untersuchung? Everything's done. All the investigative judgment is done and complete, and everybody now receives what's written in the books, right? Alles ist jetzt abgeschlossen, die Untersuchung ist abgeschlossen und jetzt erhält letztendlich jeder einfach nur das, was in den Büchern geschrieben ist. Okay, next paragraph. Lesen wir dazu den nächsten Absatz. These things are soon to come to pass. What things? Diese Dinge sollen bald passieren. Welche Dinge? Revelation 20 and verse 12 and Daniel 7 verses 9 and 10. Right? Offenbarung 20, Vers 12 und Daniel 7, Vers 9 bis 10. These things are soon to come to pass. When? When? He that is unjust, let him be unjust still. He which is filthy, let him be filthy still. So stop there. Where's it now taking you to? Wohin bringt dich das jetzt hier? The close of probation. Zum Ende der Gnadenzeit. So, when we go back to Revelation 11 and verse 15, Wenn wir zurückgehen zur Offenbarung 11, Vers 15, same point in time, right? selbe Zeitpunkt, richtig? Right? So, he that is unjust, let him be unjust still. He that is filthy, let him be filthy still. He that is righteous, let him be righteous still. He that is holy, let him be holy still. Revelation 22 and verse 11. Also sie zitierte Offenbarung 22, Vers 11. Okay, it's marking when. Just go there to Revelation 22 and verse 11. Gehen wir zur Offenbarung 22, Vers 11. Now, so in verse 11 it says, he that is unjust, let him be unjust still. He which is filthy, let him be filthy still, etc., etc. And it says in verse 12, and behold, I come quickly, 12. and my reward is with me to give every man according to his work shall be. That's what we read in Revelation 11, right? Das ist ja, was wir auch in Offenbarung 11 gelesen haben. Right? Richtig? Just click back to Revelation 11 and you'll see it, right? Vers Halte den Finger, hier gehen wir nochmal zurück zur 18. Offenbarung 11, Vers 18. Dass auch da der Lohn beschrieben wird, Offenbarung 11, Vers 18. It says, the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, and to the saints, and them that fear thy name. Same point in time, right? Selber Zeitpunkt. Richtig? Okay. So, go now to the beginning of Revelation 22. Gehen wir jetzt zum Anfang von Offenbarung 22. Look what it's marking, right? Schaut, was das hier darstellt, was hier markiert wird. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. And in the midst of the street of it, on either side of the river, was the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. So, when you see God's face, what Vers 4. happens? Wenn du Gottes Angesicht schaust, was passiert? Right, it marks this point. It's Ezekiel. Markiert den Punkt, wo du in den Staub gedemütigt wirst, zum Beispiel hier Hesekiel. What happened to him? Was ist mit ihm passiert? Humbled in the dust, right? Ist in den Staub gedemütigt worden. Paralleling John, when he saw Christ on this day, right? What happened to him? Das ist eine Parallele zu Johannes, als Johannes Jesus an diesem Tag gesehen hat, was ist mit ihm passiert. Right, fell on his face, right? Er ist wie tot zu seinen Füßen gefallen. It says, there shall be no more curse, but the throne of God and the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him, and they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. Nochmal Vers 4 gelesen. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord
God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Das ist Vers 5. So, verse 5, Das ist Vers 5. I'll just say it again. There shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Right, so, what's it marking you're going to receive right there? Was markiert es hier? Was wirst du hier erhalten? Light. Right? Licht. So, go to Isaiah 30. Gehen wir jetzt zu Jesaja 30. I haven't even begun getting to the point that I wanted to start it. Doesn't matter. Warte mal. Ich bin bisher noch gar nicht zu dem Punkt gekommen, zu dem ich eigentlich kommen wollte, aber das ist jetzt auch erstmal egal. Okay, verse 25. Jesaja 30, beginnen in Vers 25. And there shall be, in fact, even let's read verse 20 first. Oder lass uns zunächst Vers 20 lesen. And though the Lord give you the bread of adversity and the water of affliction, that's the time of trial, right? Also das ist jetzt die Zeit der Trübsal, das Wasser der Drangsal und das Brot der Drangsal. Yet shall not thy teachers be removed into a corner any more, but thine eyes shall see the teachers. This is at the end of the period of test, right? Also wenn du deine Lehrer siehst, das ist am Ende deiner Testperiode. What's the Lord going to show you? Was wird der Herr dir nämlich zeigen? Secret thing. What's written here, right? Die geheimen Dinge, aber was ist hier beschrieben? It's going to show who his people are, right? Er wird offenbaren, wer wirklich sein Volk ist. Thine eyes shall see thy teachers. He's going to prove to you who God's people are that have the word of God and who can teach it correctly, right? Er wird beweisen, wer sein Volk ist, wer das Wort Gottes hat und es richtig auslegen kann. Verse 25. Dann jetzt Vers 25. And there shall be upon every high mountain and upon every high hill rivers and streams of water in the day of the great slaughter, when the towers fall. Moreover, the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold as the light of 7 days, in the day that the Lord bindeth up the breach of his people, and healeth the stroke of their wound. Vers 26. What's he doing? Was tut er? He's healing them. Er heilt sie. Go back to Revelation 22. Gehen wir zurück zu Offenbarung 22. Verse 2. Und 22 Vers 2. It says, in the midst of the street of it, on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for what? The healing of the nations, right? Also es war hier, die Blätter sind für die Heilung der Nationen. So Sister White tells us that the leaves are the word of God, right? White lässt uns wissen, dass diese Blätter das Wort Gottes darstellen. Right here is Ezekiel given something to eat. Genau, hier wird dem Hesekiel nicht etwas gegeben, was er essen soll. Yes. Ja. Okay, in the seven thunders from 1798 down to 1844, which waymark is this? 1798 bis 1844 in den 7 Donnern, welche Wegmarke ist das hier? You got to August 11, 1884, you got to eat the little book, right? 11. August 1840, du sollst hier das kleine Büchlein essen. So when you eat the little book and you eat this roll that Ezekiel's given, what's it going to do? Also wenn du das kleine Büchlein hier isst oder was diese Rolle, die dem Hesekiel gegeben wird, was macht das mit dir? It's going to heal you. Es wird dich heilen. Okay, it's typifying the point where your sins get blotted out. Es schattet den Punkt voraus, wo deine Sünden ausgetilgt werden. So you're now able to partake in the judgment, right? Und deswegen bist du jetzt in der Lage, auch am Gericht teilzunehmen. Okay, so I don't profess to understand this fully, but here's the point that I wanted to get to, right? Ich gebe jetzt nicht vor, das schon völlig noch ergriffen zu haben, aber das ist jetzt der Punkt, zu dem ich eigentlich kommen wollte. Okay, go back to Revelation 22 and we'll just close on this thought. Gehen wir zurück zu Offenbarung 22 und wir werden mit diesem Gedanken abschließen. And we can take it up tomorrow morning. Und da können wir morgen dann weiter fortfahren. So, Revelation 22 and verse 10. Offenbarung 22, Vers 10. And he saith unto me,
seal not the sayings of this prophecy of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust still. He that is filthy, let him be filthy still. So, this way, Mark, Vers 11 auch noch. Dieser Weg markiert. what's John told not to do? Was wird dem Johannes gesagt, was er nicht tun soll? Don't seal it up, right? Versiegle es nicht. So it looks like we have a seeming contradiction, right? Scheint, dass wir einen scheinbaren Widerspruch hier haben. Okay, this is the point that I want us to get us to understand about the sealing up of this book in Daniel and in John, right? Das, was ich euch sehen lassen möchte über dieses Versiegel des Buches in Daniel und Johannes hier. Because when you understand that this point right here is marking the point when the judgment is, it's when you're healed, your eyes are opened, the book is unsealed, right? Wir verstehen, dass das ja hier dieser Punkt ist des Gerichts. Da wirst du ja letztendlich versiegelt und deine Augen werden geöffnet und du wirst letztendlich, ja, das Buch ist Okay, entsiegelt. Genau. because in Revelation 10, when he gives them the book, what condition is the book? Denn in Offenbarung 10, als er das Buch erhält, in welchem Zustand befindet sich das Büchlein? It's open. Es ist geöffnet. The judgment is said and the books were open. Das Gericht Right? setzt sich und die Bücher werden geöffnet. What is the judgment book? Und was ist das Buch des Gerichts? The Bible. Die Bibel. Christ says, I will not judge you, but the word, right? Christus sagte, ich werde euch nicht richten, sondern das Wort. Okay, so that's what I want us. That's what I want to understand about this point in time. Das ist, was ich über diesen Zeitpunkt hier verstehen möchte. Want to understand this about this sealing up of the book there and the opening of the book there. Ich möchte Why does it verstehen, look like there's a contradiction? warum hier einmal dargestellt wird, dass das Buch geöffnet wird und einmal, dass es hier versiegelt wird. Warum ist dieser scheinbare Widerspruch da? Okay, so we take that up again tomorrow. Right? Wir werden das morgen fortführen. Okay, but just to close the thought, Noch ein Abschlussgedanke? line upon line, right? Es ist Linie auf Linie, richtig? If you're not studying line upon line, your minds are in total confusion, Wenn right? du nicht Linie auf Linie studierst, dann ist dein Verstand in völliger Verwirrung. The only way possible to get into those gates of heaven is to study line upon line. Die einzige Art und Weise, wie wir durch diese Himmelstore eintreten werden, ist, indem wir Linie auf Linie studieren. Otherwise, we will never in a million years be able to bring all those thoughts together into one point like here, like the Lord wants us to see. Denn ansonsten wären wir niemals in Millionen von Jahren in der Lage, diese ganzen Punkte hier zusammenzubringen, zum Beispiel an einem Punkt wie hier, und das zu erkennen, was der Herr zeigen möchte. So if we're not grasping it, we need to be praying. We need to be going through these things carefully, point after point, prayerfully asking the Lord to reveal it to us. Also wenn wir diese Dinge nicht ergreifen können, dann müssen wir wirklich den Herrn suchen und gebetserfüllt darum bitten, dass er uns das offenbart. Amen. Amen. Okay, let's close. Lass uns mit unserem Gebet abschließen. Dear Father, Lieber himmlischer Vater, thank you for this morning, danke für diesen Morgen, also for this study. auch für dieses Studium. Help us to see the things that you draw out for us. Hilf uns, dass wir die Dinge sehen können, die du für uns aufzeichnest, By which you want to prepare us to stand in the judgment. welche uns dann auch vorbereiten, im Gericht zu bestehen. Ask that you would engrave these thoughts in our minds. Ich bitte dich, dass du diese Gedanken auch in unseren Verstand einmeißelst And that they would form our hearts. und dass sie unser Herz formen mögen. I ask that you would bless us during this day. Ich bitte dich, dass du uns über den Tag hinweg segnest That you would keep us from danger. und dass du uns von der Gefahr fernhältst. That you would help us to conquer against Satan.
Was uns hilft, dass wir gegen Satan den Sieg erringen and that we would increase in faith. und dass wir im Glauben zunehmen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.